Leute, heute ist Samstag, das Wetter ist richtig schön, es ist sonnig und also es ist einfach ein toller Tag, deshalb haben wir beschlossen, nach Essen zu fahren. Unsere Freunde wohnen in Essen, wir werden sie treffen und die Stadt Essen und die Umgebung ein bisschen erkunden. Also kommt mit und lernt in diesem Alltagsvlog einige deutsche Wörter und Ausdrücke. Mit dem Zug braucht man von Köln nach Essen weniger als 1,5 Stunden und die Strecke ist wirklich schön. Man fährt am wunderschönen Rhein vorbei. Wir sind in Essen angekommen und unsere Freunde haben uns am Essener Hauptbahnhof abgeholt. Angefangen haben wir mit einem leckeren Eis, damit wir genug Energie für den Abend und unseren kleinen Spaziergang haben. Die Farben der Stühle in diesem Café waren übrigens total süß. Es gab so viele verschiedene Eissorten: Banane, Schokolade, Nüsse, Walnuss, saure Sahne, Erdbeere, Granatapfel und vieles mehr. Dann sind wir in Werden angekommen, ein Stadtteil mit wirklich besonderer Atmosphäre. Es sah fast aus wie aus einem deutschen Märchen. Überall gab es auch kleine Galerien, Cafés und wunderschöne Boutiquen. Und nach nur einem kurzen Spaziergang standen wir plötzlich mitten in dieser traumhaften Natur. Hier gab es so viele süße Gänse, die vor kurzem Babys bekommen hatten. Und die kleinen Gänseküken sind die ganze Zeit direkt neben ihrer Mama geblieben. Sie waren einfach unglaublich niedlich. Es ist aber sehr schön hier und sehr ruhig. Ich liebe es, Tiere zu beobachten. Ihre Bewegungen faszinieren mich total. Schaut mal, wie er unter Wasser springt. Hier. Und schaut euch mal diesen Vogel an. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Was macht ihr da eigentlich? Wir alle dachten, vielleicht sucht ihr ein Weibchen und versucht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Was macht er? Wir haben in der Nähe der Ruhr einen sogenannten Fischlift gesehen. Ein Fischlift ist ein System, das Fischen hilft, an Staudämmen oder anderen Hindernissen im Wasser vorbeizukommen. Viele Fischarten müssen den Fluss entlang schwimmen, aber Dämme blockieren oft ihren Weg. Mit einem Fischlift werden die Fische nach oben oder unten transportiert, damit sie ihren Weg fortsetzen können. Ich finde es wirklich spannend, dass es in Deutschland solche Systeme zum Schutz der Natur und des Ökosystems der Flüsse gibt. Genau, hier ist ja ein Staudamm, hier kommen die ja nicht drüber normalerweise, weil hier Mauer ist. Können die nicht weiter schwimmen. Jetzt haben die hier einen Lift eingebaut, dass die Fische da reinschwimmen können und dann werden die hochgefahren und so. Hier kann man mal gucken. Ja, hier gab es den Weg für die Fische und alle Informationen über diesen Fischlift. Dieser Bereich liegt an der Ruhr, einem der natürlichen und schönsten Flüsse Deutschlands. Die sind übrigens die Fischarten, die in diesem Fluss leben: Quappe, Barbe, Flussbarsch, Rotauge, Lachs, Flunder, Aal, Koppe, Brasse und Bachforelle. Und das hier sind die Blätter von Seerosen. Sehr schön.
Auf dem Fluss und auch entlang des Ufers haben wir viele Boote gesehen. Eine der lustigen Sachen, die unsere Hündin macht, wenn wir sie über das Wasser halten, fängt er sofort zu schwimmen. Aber wenn du deine Freizeit gerne aktiv verbringst, gibt es hier richtig viele Möglichkeiten. Hier gibt es auch einen sehr schönen Strand, aber leider dürfen wir dort mit Hund nicht hin. Es gibt außerdem einen Golfplatz und richtig gute Fahrradwege. Ja, all diese Aktivitäten sind hier möglich. Man kann Fußball spielen, Tischtennis spielen, mit dem Bogen schießen oder schön spazieren gehen. Aber viele Menschen kommen vor allem zum Bootfahren hierher. Während unseres Spaziergangs kamen wir zu diesem Teil des Flusses und haben gesehen, dass überall Kajaks waren. Viele Leute hatten sich versammelt und haben die Sportler angefeuert. Hier findet ein Wettbewerb statt. Ja, wir haben dann gemerkt, dass heute ein Wettkampftag ist und Teilnehmer aus ganz Deutschland gekommen waren, um gegeneinander anzutreten. Ehrlich gesagt ist langes Paddeln bestimmt unglaublich anstrengend. Respekt an diese Sportler. Die haben so schöne Farben, ne? Eine Information der Obmann vom Tarnring. Dieser kleine Hund saß übrigens ganz brav da und hat einfach die Menschen beobachtet. Hier haben wir ein Panoramateleskop gesehen, mit dem man bis zu den weit entferntesten Punkten der Ruhr schauen konnte. Eigentlich ziemlich cool, aber heutzutage mit den starken Kamerazooms irgendwie auch ein bisschen sinnlos. Schaut euch mal diese Kirche an. Sie sieht eigentlich wie eine ganz normale Kirche aus. Aber mit ihrem Bau wurde schon im Jahr 995 begonnen. Konnt ihr das glauben? Sie ist wirklich uralt. Und dieses Haus hier stammt aus dem Jahr 1798 und wird sogar noch bewohnt. Diese Häuser sind unglaublich alt und haben irgendwie eine mysteriöse Atmosphäre. Sie haben Hunderte von Jahren erlebt. Sie haben Geschichte gesehen. Und wir sind auf dem Weg zum Haus unserer Freunde. Heute haben wir es leider nicht mehr geschafft, die Stadt selbst zu besichtigen, aber sie wirkt wirklich schön. Die meisten Sehenswürdigkeiten hier sind allerdings eher Naturorte. Unsere Freunde meinten, wir sollten unbedingt noch hier vorbeikommen, weil dieser Park so schön ist. Man kann hier grillen und überall haben Leute gepicknickt. Der Duft von Grillessen lag in der ganzen Luft. Kinder spielten überall und die Stimmung war total fröhlich. Und ehrlich gesagt waren die meisten Menschen hier eher Migranten als Deutsche.
Ja, eine süße Gänsefamilie. Dann kamen wir endlich im schönen Zuhause unserer Freunde an. Sie haben einen richtig schönen Garten und Pani liebt diesen Ort sowieso. Ja, wir sind jetzt bei unseren lieben Freunden hier zu Besuch. Sie haben uns zum Mittagessen eingeladen. Und das Wetter ist wirklich, wirklich schön. Gute Freunde nach der Migration zu haben, ist wirklich ein Geschenk. Dieser Garten war perfekt, um mit Pani zu spielen. Ich wünschte, wir hätten auch einen Garten. Ich hatte leider ihr Spielzeug vergessen, also habe ich einfach ihre Leine geworfen und sie hat sie jedes Mal zurückgebracht. Ich glaube, das ist das Lieblingsspiel von fast allen Hunden. Pani ist jedenfalls absolut verrückt danach. Die selbstgemachte italienische Pizza unserer Freunde war übrigens unglaublich lecker. Ihr habt echt was verpasst. Diese schöne Kerze hat meine Freundin aus Frankreich gekauft und sie hat wirklich eine richtig gemütliche und schöne Atmosphäre geschaffen. Und zum Abschluss dieses schönen Tages haben wir noch einen leckeren Kaffee getrunken. Dann wurde es langsam Nacht und wir machten uns auf den Rückweg nach Hause. Ich hoffe, dieser Alltagsvlog hat euch gefallen und ihr konntet dabei ein paar neue deutsche Wörter lernen. Vergesst bitte nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Danke!